Hallo, liebe Full Metal Retards Zuschauer. Willkommen von der Mauer. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, warum stehen Vic und Max da vor einer Mauer? Nun, diesmal führen wir unser Metal-Musikantenstadel durch die Staaten des ehemaligen Ostblocks. Genau, dort ist die Creative Commons Metal Szene ganz schön stark vertreten und ein paar Highlights davon haben wir euch für die heutige Episode mal rausgesucht. Genau, und damit gehen wir dann auch gleich zu unserer ersten Bandvorstellung. Und damit kommen wir zu unserer ersten Bandvorstellung. Es geht um die Band Wintermoon, die kommen aus Polen. 5 Jungs haben sich 1996 gegründet und ihre Demo Dead Time wurde Anfang 2000 in der Metal Hammer besprochen und hat da auch eine verdammt gute Kritik bekommen. Ja genau, sie haben auch mittlerweile ein paar mehr Demos rausgebracht und ein Album, das heißt Beyond the World. Die haben auch früher mehr gegrölt, mittlerweile hören sich eher so ein bisschen an wie Anthrax, was ich persönlich sehr geil finde. Und aus deren aktuellen EP hören wir uns jetzt mal an, Face of War. Das war Wintermoon mit Face of War. Sie hatten kein eigenes Video, das Video haben wir dann ein bisschen mit Material, das zum Thema passt, zusammengeschnitten. Ja, wie ihr seht, wir sind umgezogen in den Metal Keller und möchten uns in dieser Sendung mit ein paar ernsthaften Themen auseinandersetzen.
Also Vic, über welches Thema wollen wir uns denn unterhalten? Über die GEMA-Vermutung. Ich vermute, das hat was mit der GEMA zu tun. Das ist auch schon ganz richtig, denn die GEMA-Vermutung besagt, dass die GEMA für Deutschland das gesamte Weltrepertoire der Musik vertritt und vermarktet. Das ist ganz schön viel Musik, die da vertreten sollten. Ja, vor allem ist es ja so, dass es ja nicht nur seit Creative Commons auch Musik gibt, die so lizenziert ist, dass sie die GEMA überhaupt nicht vertritt. Ja. Das stimmt, aber was dann, wenn man so eine Band spielt? Naja, also erstmal, Creative Commons Musik wird von der GEMA ja explizit nicht vertreten. Das sagen die auch selber. Die haben da auch so ein bisschen PR drumherum, warum sie das nicht tun. Aber das führt halt in der Praxis zu Problemen. Zum Beispiel, stell dir vor, wir beide machen die Full Metal Retards Mega Bang Your Head gegen die Wand Disco. So. Und wir möchten natürlich nur unsere Lieblings-Creative Commons Bands spielen. Selbstverständlich. Dann müssen wir erstmal an die GEMA eine Liste übermitteln. Also wir müssen erstmal mit denen kurz schließen. Wir müssen denen eine Liste übermitteln. All derer Künstler, die an den Songs, die wir spielen, beteiligt sind. Dazu gehört natürlich nicht nur die Musiker, sondern auch die Texter, die Produzenten und wer sonst noch was damit zu tun hat. Und da wir natürlich harte Typen sind, würde unsere Disco um 18 Uhr beginnen, morgens um 5 oder 6 wieder aufhören. Dann hätten wir 200 Songs, für die wir die gesamten bürgerlichen Namen, vielleicht auch die Künstlernamen und aller Beteiligten an aller Songs heraussuchen müssten, um das der GEMA zu melden. Das ist ganz schön viel Arbeit. Das lohnt sich doch eigentlich gar nicht. Das ist sehr, sehr viel Arbeit und viele Diskotheken oder Clubbesitzer oder andere Veranstalter nehmen die Arbeit meistens nicht auf sich und sagen einfach, okay, wir bezahlen die Kohle und als Pauschale und spielen dann zum Beispiel Creative Commons Musik und beugen uns eben dieser GEMA-Vermutung. Das heißt, Geld, das eigentlich den Künstlern zustehen würde, geht an die GEMA. Und bei den Künstlern kommt es nicht an. Ja, also, oder besser, die GEMA nimmt Geld für Dinge, die sie überhaupt nicht vermarktet. Ja. Und das ist erstmal gefühlt irgendwie nicht richtig. Nee, das finde ich auch nicht gut. Aber Hilfe ist unterwegs, aber das nach der nächsten Band. So, Metalheads, damit kommen wir zu unserer zweiten Bandvorstellung für heute. Es geht um Grimface, die kommen aus der Ukraine, 2002 gegründet, 4 Jungs und ein Mädel am Keyboard und das ist eigentlich ganz entspannte Metal-Musik. Ja genau, die haben ihr aktuelles Album, das heißt Grime, das kann man kaufen. Wir möchten uns aber mit der EP beschäftigen. Die EP heißt Hearts and Engine und die ist unter Creative Commons Lizenz released. Und die haben da ein Video, ne? Genau, da hören wir uns jetzt den Track an, Dead in Soho. I'll be your best, yeah.
Das war Crimfaith mit Dead in Soho. So, nochmal zurück zur GEMA-Vermutung. In die Sache kommt jetzt wohl endlich mal Bewegung. Erzähl mal was drüber, Max. Ja, das ist so, dass jetzt wohl eine Alternative zur GEMA geben soll, die eine eigene Verwertungsgesellschaft aufmachen oder in Gründung sich befinden, quasi, die eben explizit auch Künstler vertreten soll, die Creative Commons Musik machen. Deswegen ist auch der Name dann Cultural Commons Collecting Society, kurz C3S. Ah, und wenn ich jetzt Creative Commons Musik mache, muss ich dann mit meinem ganzen Repertoire dorthin wechseln? Na, das ist auch das Gute. Wenn du ja bei der GEMA dich einmal anmeldest, ne, dann bist du mit deinem ganzen Kram da drinne und du kommst aus der Nummer nicht wieder raus und kannst auch nicht einzelne Lieder anders lizenzieren. Das gerade will die C3S anders machen. Du kannst da dein Lied, deinen einzelnen Song anmelden oder auch dein ganzes Repertoire, wie du es möchtest, oder ein paar Songs, einzelne Alben und das dann lizenzieren, wie du möchtest. Das ist einfach viel mehr Freiheiten. Aha, wie ist das so mit der Mitbestimmung da? Ich meine, wenn die CDU jetzt meinen Metal-Song singt und ich habe da jetzt nicht unbedingt so Lust drauf? Ja, die wollen halt auch für ihre Gesellschaft sich als europäische Genossenschaft aufstellen, wo dann alle Mitglieder gleiches Stimmrecht haben. Also nicht wie jetzt bei der GEMA, wo irgendwie Künstler, die mehr umsetzen, auch mehr Stimmrecht haben und auch dann wieder darum mehr Geld rauskriegen. Und da ist es nicht so, dass die mehr verdienen, also Stichwort Verteilungsschlüssel, der soll bei der... Genau, alle Mitglieder sollen da gleichberechtigt nebeneinander stehen und auch dann eben entsprechend dem, mit dem sie da drin sind, auch wieder was rauskriegen. Das ist ja wirklich interessant. Aber diese ganze Listenmacherei für unsere tolle Disco und was... Ja, um Listen werden wir nicht drum rumkommen, aber die C3S hat gesagt, da wollen wir den Leuten selbstverständlich helfen und wir werden ein paar Programmierer engagieren, die da eine Software schreiben, damit es dann alles unproblematisch geregelt werden kann. Okay. Aber aber da gibt es ja immer noch die GEMA-Vermutung. Ja, und das halt, die GEMA-Vermutung besagt ja, dass man vermutet, dass die GEMA alles vertritt, weil es gibt ja nichts anderes, was das machen könnte, was die Aufgabe benehmen könnte. Und jetzt, mit einer weiteren Verwertungsgesellschaft, ist ja so, dass man dann nicht mehr vermuten kann, dass alle Rechte bei der GEMA liegen. Also am Anfang vielleicht noch, wenn die klein ist, aber je mehr Leute Mitglied werden bei der neuen Verwertungsgesellschaft, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Künstler eben nicht bei der GEMA sind, sondern da, und dann wird irgendwann die GEMA-Vermutung so weit aufgeweicht, dass sie einfach nicht mehr haltbar ist. Also ich vermute schon, dass man dann wahrscheinlich juristisch dagegen vorgehen muss. Aber zumindest ist klar, in welche Richtung das gehen soll. Das ist natürlich auch sehr erfreulich. Also, und jetzt machen wir weiter mit der nächsten Band. So, Full Metal Genossen. Weiter auf unserer Reise durch den ehemaligen Warschauer Pakt. So, wo sind wir heute zu Gast? Diesmal sind wir in Neubrandenburg. Da haben wir die Band Long for Fusion aufgetrieben. Die wurden 2005 gegründet, bestehen aus 5 Leuten, haben eine Frau als Sängerin und wenn du in ihren Webshop gehst, da kannst du auch T-Shirts kaufen zum Beispiel. Ja, und CDs habe ich gesehen. Genau, und ihr aktuelles Album We'll Never Decay ist leider No Derivations lizenziert. Das heißt, wir können es in unserer Show leider nicht verwenden, aber die haben eine Single, In Memory. Dazu haben sie auch ein ganz cooles Video gemacht. Bisschen seltsam mit dem Megafon im Gothic-Setting, aber das ist eigentlich sehr geil. Lass uns das mal anschauen.
So Metalheads, das war unsere Reise durch den ehemaligen Warschauer Pakt. Wir hoffen, die von uns ausgewählten Bands haben euch gefallen, haben euch bewegt, haben euch Spaß gemacht. Und ihr wisst ja, wenn euch was gefallen hat, wenn euch was nicht gefallen hat, dann schreibt uns einen YouTube-Kommentar, einen Kommentar in unser Blog, macht uns eine Videoantwort oder keine Ahnung, schickt uns eine Flaschenpost. Hauptsache ihr macht irgendwas. Genau, und wenn ihr eine Band kennt, die mal bei uns vorgestellt werden sollte, schreibt uns das. Oder macht selber ein Review, schickt uns das als Videoantwort und wir bauen das in unsere Show ein. Genau. Und das war's auch wieder für dieses Mal. Rock on! Wenn ihr die E-Mail-Adresse von Adam Turtle habt, ne, dann lasst uns die mal zukommen. Also ich finde, wir waren mindestens so gut wie Kafka. Ja.